Wir sind noch einen Schritt vom Finale entfernt. Wir kommen mit einem 3:1 Sieg aus dem Hinspiel. Heute müssen wir nochmal hier im Etihad Stadium bestehen bei Manchester City und dann treffen wir im Finale entweder auf den FC Arsenal oder auf Lazio Rom. Die haben das andere Halbfinale noch zu spielen, da hat Arsenal 1:0 gewonnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es so wird wie gegen Paris im Rückspiel, die ja dann auch besonders stark aufgedreht haben, so wie Man City jetzt hier gerade. Das befürchte ich nämlich, dass uns das heute auch noch blüht. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht läuft es auch ganz anders. Ich glaube, Man City wird auf jeden Fall mehr pressen. Haaland, der springt schon mal voller Euphorie mit beiden Beinen voraus. Aber wir haben auch unter anderem wieder Samu Chukwueze mit dabei. Wichtig, dass der jetzt für die letzten Spiele nochmal zurückgekommen ist von seiner Verletzung. Wenn wir auch Zeit haben, werde ich auch noch gleich was zu dem neuen EA FC 25 Reveal-Trailer erzählen. Heute ist der 17.07. Stand der Aufnahme. Daran seht ihr mal, wie weit ich im Voraus schon die Videos manchmal aufgenommen habe. Genau. Wenn denn die Zeit dazu ist, ist mein 150. Spiel. Oha. Da dürfen gerne noch ein paar Spiele mit hinzukommen. Zum Beispiel ein Champions League-Finale. Wäre doch auch sehr, sehr nice. Wird aber schwer genug hier heute uns nochmal durchzusetzen. Aber vielleicht kriegen wir jetzt die erste Chance. Boniface. Und, oh, da wäre Chukwueze gewesen. Schade. Wenn er den Ball besser anbekommen hätte oder zum Mann bekommen hätte, der hätte eine gute Schussgelegenheit gehabt. Silva, Fratesi macht das wie im Hinspiel. Richtig, richtig gut. Das Pressing klappt in der Mitte und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen Spielglück haben, dass die Bälle zu uns abprallen und so weiter und so fort. Das, was man halt braucht, wenn man hier bestehen will. Und es scheint so, als ob wir dieses Jahr dann wirklich durchziehen. Letztes Jahr hat es ja leider nicht geklappt, da sind wir an Paris Saint-Germain gescheitert. Aber dieses Jahr scheint das Team hier wirklich durchziehen zu wollen, Chukwueze. Jetzt kommt er ran mit dem Kopf, war aber nicht so gefährlich. Also, EA FC 25 Reveal-Trailer, ganze 2 Minuten 7 lang, glaube ich. Ja, war jetzt nichts Weltbewegendes. Sah im Prinzip aus wie jeder Reveal-Trailer, wie so ein 10 von 10 Sterne Kinofilm. Ist halt meistens immer so, also ist noch wenig aussagekräftig. Neuer Spielmodus ist wohl vorgestellt worden. Rush ist so ein 5 gegen 5 Ding in FIFA Ultimate Team, soll der wohl drin sein. Hat solche ähnlichen Züge wie Volta. Da habe ich halt das Gefühl oder die Befürchtung, dass das dann auch irgendwann so dahin geht. Genauso wie mit Volta. Achtung, jetzt gucken wir erstmal Boniface. Nächste Chance. Also, dass der am Anfang vielleicht ganz nice sein wird, weil es halt neu ist, weil man es dann halt mal ausprobiert. Ja, aber dann vielleicht auch schnell langweilig wird. So, das ist die Befürchtung oder das ist die Voraussage, die ich jetzt mal treffen werde für diesen neuen Spielmodus. Dazu soll es, glaube ich, möglich sein, in deiner Karriere mit Ikonen zu spielen. Also, dass du quasi frühere Szenarien nachspielen kannst oder von einem bestimmten Zeitpunkt an die Karrieren dann fortführst. Und dass du von deinem Lieblingsclub die echten, ja, Stände, sag ich mal, übernehmen kannst. Also sagen wir mal, Frankfurt ist nach 5 Spielen auf Platz 10 oder so. Dann kannst du theoretisch eine Karriere starten mit Frankfurt auf Platz 10 mit denselben Stats, also Siege, Tore und so weiter und so fort. Das habe ich nebenbei gelesen und ansonsten muss man halt mal gucken. Des Weiteren wird ein bisschen was in Ultimate Team, glaube ich, verändert werden. Achtung! City führt! Mit 1:0 nach dem Eckball, der eigentlich nie so enden darf. Schauen wir mal hier in der Wiederholung. Der war eigentlich nicht gut getreten. Wir waren eigentlich genug Leute. Fratesi, Philipp Kostic, Robin Koch ist da, aber am Ende ist es dann Gvardiol, der ihm dann auch noch, glaube ich, durch die Beine schießt. Naja, schade. Also, da haben wir die 1:0 Führung. Was aber erstmal nicht weiterhin schlimm ist, weil wir führen ja noch mit 3:2 im Gesamtergebnis. Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass das eintreten wird, was ich gesagt habe. Dass sie jetzt ganz viel Druck machen, ganz viel pressen. Und dass wir halt irgendwann auch noch das zweite Ding bekommen werden. Ich hoffe aber nicht. Wäre doch sehr schade, wenn wir das ja auch heute wieder nicht schaffen sollten. Haaland, Achtung. Und De Bruyne zu zweit. Das geht nicht lange gut. Denn Erling Haaland macht's aus Spitzenwinkel. Ausgerechnet er, von dem nicht so viel zu sehen war bislang. Sowohl im Hinspiel als jetzt auch im Rückspiel. Und dann hier kriegen wir den Ball nicht geklärt. Gutes Pressing da von De Bruyne und von Haaland. Und dann aus dem Winkel, ey.
Schade. Den hat Kaniseci aber auch schon gehalten. Und jetzt fliegt er halt rein. 2-0. Und jetzt ist das eingetreten, was ich gesagt habe. 2-0 City. Das Gesamtergebnis ist jetzt auch wieder ausgeglichen. 3-3. Es sah so gut aus im Hinspiel, echt. Sehr vielversprechend, aber ich hatte da ja schon die Prognose abgegeben, dass das so laufen wird im Rückspiel, wie es jetzt läuft. Aber mal gucken. Die offensive Spielweise kommt uns trotzdem entgegen von City. Jetzt sind wir vielleicht mal vorne. Kadiolu, Boniface. Oh, falscher Mann. Ich wollte eigentlich längst auf Fratesi. Naja, dann kriegt den oben Chukwueze. Der kann doch auch zirkeln. Und dann holt sich den Mamouche wieder. Sehr schön gemacht. Wichtiger Zweikampf, den er da gewinnt. Und jetzt kommt City wieder. Über Foden, Haaland, De Bruyne da vorne. Das ist schon geballte Offensivkraft. Muss man den schon lassen. Die haben wir aber auch. Foden gegen Kadiolu, Haaland, Gott sei Dank in den Rücken. Gott sei Dank spielt er dem in den Rücken. So, jetzt nochmal vielleicht die Chance umzuschalten. Ich warte bis Chukwueze durchläuft, nicht abstoppen gegen Balde. Der hätte den Vorsprung gehabt, den Ball hat er sogar. Ja, und dann schieße ich, weil ich denke, ich muss den Zweikampf erst noch gewinnen. Naja, also 2-0 für Man City, leider. Stand jetzt würde es also Verlängerung geben. Schreibt mal so just by the way eure Meinung rein, wenn ihr den EA FC 25 Reveal Trailer unten reingeschrieben habt. Ich denke mal, wenn noch ein paar mehr Infos draußen sind zu Ultimate Team, zum neuen Karrieremodus, wenn es da überhaupt ein paar Neuerungen gibt, also gibt es bestimmt, vielleicht nicht so großartige, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, dann kann man ein bisschen mehr zu dem Spiel sagen und vielleicht ist ja schon mein Voting draußen. Ich weiß ja nicht, wann ich das hochlade. Wahrscheinlich so Anfang August würde ich mal sagen, je nachdem wann das Video halt jetzt hier rauskommt. Dann wird es vielleicht schon draußen sein und wenn es noch nicht draußen ist, dann freut euch, dann wird es bald draußen sein. Dann dürft ihr wieder kräftig mitentscheiden, welche erste Mannschaft wir nehmen in unserer ersten Karriere in EA FC 25. Es gibt erstmal die gelbe Karte für De Bruyne nach der rüden Grätsche. Und Boniface kommt. Fratesi läuft durch, beziehungsweise auch Martin. Das ist ein guter Ball. Traumhaft gemacht und der trullert rein. 2-1. Und wir führen wieder im Gesamtergebnis. Das wäre nach dem 1:0 in Paris die nächste schöne Niederlage, die ich nehmen würde. Hier, schöner Ball. Der war eigentlich für Fratesi gedacht, aber Martin sensationell. Und dann ist er so ein bisschen abgefälscht noch von, ich glaube, Guardiol sogar. Sah ein bisschen komisch aus, der hier. Da ist er noch abgefälscht und dann kommt Ederson Gott sei Dank nicht ran. Wobei, der war halt auch haltbar. Der kullert halt über seine Beine drüber. Also, der war auf jeden Fall auch haltbar. Soll uns aber egal sein, denn es ist gut für uns. Wir führen jetzt nämlich. Und zwar im Gesamtergebnis. Wir liegen zwar immer noch hinten, aber das Gesamtergebnis ist ja entscheidend. Die Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. Und dann haben wir ja auch noch, wobei, beziehungsweise weil ich jetzt gerade oben das nächste Spiel sehe gegen Hannover, wir haben noch in 2 Bundesligaspielen die Chance, Meister zu werden, weil die Bayern haben verloren. Die sind 3 Punkte hinter den Bayern. 3 Punkte nur noch. Und wir haben noch 2 Spiele Zeit. Aber jetzt kommt erstmal City und was für eine Parade. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Aber genau für solche Momente brauchst du so einen Keeper, ey. Kaniseci. Der war eigentlich schon drin. Da habe ich nie im Leben mehr damit gerechnet, dass der den hält. Und das ist doch vielleicht ein Zeichen für uns, dass wir heute mal die Mannschaft sind, für die es gut ausgeht, die dann im Finale ist. Aber noch haben wir hier 30 Minuten zu überstehen. Wieder viel Spektakel. Viele Tore. Spannung noch dazu. Also alles, was so ein Halbfinale braucht. So ein Rückspiel. Oh, Fehlpässe auch noch mit dazu. Schade. Aber da gehen wir drauf. Gemeinsam. Und irgendwann muss Man City mehr riskieren. Aber auch wir werden nicht alles wegverteidigen können. Aber wenn wir so dieses Pressing weiterhin beibehalten und uns die Chancen ein bisschen besser rausspielen, dann muss es ja zwangsweise irgendwann hier den Ausgleich geben. Boniface, Fratesi, ja, wird immer wieder gut zugestellt, aber dann weichen wir aus über den Flügel. Kostic gegen Caboret, schön gemacht und Boniface in der Mitte, ja, auch wenn der nicht reingeht. Der Ball ist weg von unserem Tor, wir haben uns wieder Chancen rausgespielt. Acuna als Spielertrainer, als Spieler-Co-Trainer
als spielender Co-Trainer da mit dabei. Apropos, wechseln, mal gucken. Fratesi zum Beispiel, das ist ein Kandidat. Da würde ich Larsson, der auch nicht ganz fit ist, aber gut, was soll ich machen? Dann haben wir Amenda noch, den könnte ich für Akanji reinbringen. Meier kann ich Innenverteidiger, ne? Ansonsten würde ich die Mannschaft erst nochmal so lassen. Bei Akanji muss ich mal aufpassen. Da kann ich auch nicht auf eine Dreierkette umstellen hinterher, das funktioniert nicht. Da muss ich dann wohl oder übel Amenda reinbringen, aber zudem habe ich auch vollstes Vertrauen, der würde das auch sehr, sehr gut machen. Genauso wie vorne unsere Offensivkraft hier, Boniface, Chukwueze, ganz wichtig, dass der wieder mit zurück ist. Der bringt so viel in unser Offensivspiel hier mit rein. Zum Beispiel das hier, ins Pressing mit Boniface reingegangen und dann der schöne Ball. Oh, und Rodri ist dazwischen. Nicht umsonst einer der besten Mittelfeldspieler, ey. Der hat immer den richtigen Riecher, aber wir sind vorne gut drauf. Wir machen das gut, wir schieben gut zu, wir pressen. Natürlich geht das auch nicht immer gut und funktioniert. Aber hier in dem Fall klappt es leider nicht, weil das voll vorher war. Aber viel Zeit, die von der Uhr geht. Viertelstunde noch mit bisschen Nachspielzeit und dann sind wir hoffentlich im Endspiel. Das ist das große Ziel. Wenn wir schon kein Meister wären, ist es trotzdem noch unrealistisch, dass die Bayern nochmal ein Spiel gewinnen. Und wir müssten ja dann unsere letzten beiden Spiele gewinnen, gegen Hannover und gegen den FC Augsburg. Das ist übrigens kein Foul gewesen. Und jetzt die Chance, Ugarte verzögert. Oh, und Diaz steht genau richtig. Ich wollte den vor Diaz quasi lang spielen, weil ich gedacht habe, er bremst. Und, beziehungsweise läuft weiter und dann wäre die Lücke da gewesen. Schade. Noch 10 Minuten. City kommt über Foden, über Rodri. Oh, Vorsicht, nochmal über Foden. Es ist wieder eine 50-50-Sache. Robin Koch, ganz, ganz stark. Wichtiger Zweikampf. Akanji gegen seine Ex-Kollegen. Haben wir ja geholt von Man City. Und die nächste Chance. Ugarte. Das dürfen wir uns jetzt nicht mehr leisten. 8 Minuten noch. Wenn wir Rodri aus dem Spiel haben, dann hakt es so ein bisschen am Offensivspiel. Oh, die kriegen den da trotzdem noch raus. Aber Mamouche ist da, Larsson ist da. Sehr, sehr gut. Und jetzt auf geht's. Mamouche auf dem Weg gegen Caboret ins Finale. Nein, noch nicht. Noch nicht mit der Entscheidung. 5 Minuten noch mit Nachspielzeit. Gut, aber solange die da hinten rumspielen, wir vielleicht nochmal einen Foul ziehen, ist das alles okay. Das ist die Zeit, die spielt für uns, aber müssen aufpassen. Das hätte gegen Paris auch nochmal ganz groß schief laufen können. Achtung, De Bruyne und Kanisici. Nächste wichtige und richtig starke Parade. Und De Bruyne wird jetzt auch deswegen ausgewechselt. Samuele Poli, den hatten wir auch, glaube ich, mal, aber auf der Transferliste. Den hatte ich nicht bei mir, weil der war... Was hat der denn für ein Bart, ey? Hellblond, schwarze Haare. Ederson ist mit vorne. Hört, hört. Ederson ist mit vorne. Oh, ich kriege keinen Mann hier ran. Und Larsson klärt den. Und Mamouche. Und Ederson ist aus dem Tor. Und das könnte jetzt die finale Entscheidung geben. Mamouche. Den schießen wir von hier rein. Mamouche aus 50 Metern. Knapp vorbei. Aber die Zeit sollte auch so reichen. Schade. Frei. Schafft halt nicht jeder. Der war eigentlich gut geschossen, aber der dreht sich leider ein bisschen zu weit weg vom Tor. Und der kommt dann vorher nochmal ganz unglücklich auf. Ja, es sind jetzt aber noch 10 Sekunden. Das wird jetzt reichen, bis der Ball einmal nach vorne kommt. Das wird reichen fürs Endspiel. Hoffe ich. Und so ist es. Wir haben es geschafft. Wir stehen im Champions League Finale nach einem wirklichen Kraftakt. Auch hier bei Manchester. Wir hatten wirklich, wirklich Glück. Vor allem in Halbzeit 2 hat uns da Kanisici 1-2 Mal noch im Spiel gehalten. Vorne hätten wir auch noch ein zweites Ding machen können, müssen. Sucht's euch aus. Egal. Wir stehen im Finale. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wer es wird. Wie sich das Blatt manchmal wenden kann. Vor 2 Parts war die Saison quasi gelaufen. Der Fokus lag voll auf der Champions League. Und jetzt mit der Niederlage der Bayern in der Bundesliga haben wir doch noch die Chance, hier Meister zu werden. Guckt euch das nochmal an. 3 Punkte Rückstand. 2 Spiele sind es noch. Vom Torverhältnis her sind wir den Bayern locker und haushoch überlegen. Jetzt geht es darum, gegen Hannover und gegen Augsburg noch 2 Siege zu holen. Und was wäre das für eine Geschichte? Der Kreis würde sich schließen, wenn wir ausgerechnet in Augsburg Meister werden würden. Da, wo wir letzte Saison die Meisterschaft noch verspielt haben. Wir waren ja letzte Saison auch auf dem Weg, Meister zu werden. Haben es dann, glaube ich, gegen... Wer ist denn da Meister geworden? Ich glaube, Dortmund ist da Meister geworden. Haben wir das dann leider nicht geschafft. Also, Hannover kämpft auch noch um
den Klassenerhalt. Die werden aber höchstwahrscheinlich dann in der Relegation spielen. Ja, oder direkt absteigen, so wie die Hertha. Da geht es also auch noch um jeden Punkt. Das sollten wir aber machen. Hoffentlich. Und dann bereiten wir uns jetzt aufs Finale vor. Gegen wen spielen wir nicht? Sag mal, der FC Arsenal hat sich durchgesetzt. Wäre, glaube ich, die logischste Variante und so ist es auch. Also, Finale. Arsenal gegen Frankfurt. Arsenal hat 1-1 gespielt im Rückspiel. Das wird ein richtig geiles Finale. Wir gucken mal, wen der FC Arsenal so alles hat. Noch schon mal so ein bisschen Gegner-Scouting. Dazu gehen wir wieder hier bei Spieler suchen, wie immer. Dann suchen wir mal die Premier League. Wo ist er denn? Die ist doch meistens ganz vorne, ne? Wo ist sie denn hier? Premier League. Wo haben wir sie? Da. Und dann holen wir uns den FC Arsenal und dann gucken wir mal, wen die da so alles haben. Okay, Hein, Okonkwo und Ramsdale. Gut, da wird Ramsdale wahrscheinlich spielen. Dann haben wir Julian Ode oder Ode, keine Ahnung. Ein Argentinier auf jeden Fall. Gertruida, guter Mann, Saliba, Süle. Okay, und Tomiyasu. Dann haben sie Bandera. Ja, Thomas Partey ist auch eine Granate im Mittelfeld. Hätte ich auch gerne. Dann natürlich Declan Rice, Jorginho, Albert Sambi Lokonga. Ein Name wie ein Gedicht. Den hatte ich auch beim BVB, als wir Meister geworden sind. Oedegaard natürlich, müssen wir auch aufpassen. Und jetzt vorne, ganz, ganz entscheidend. Butley, Oyediji. Oyediji, habe ich auch noch nie gehört. Jack Drew. Muss ja aber nichts heißen, ne? Gabriel Jesus, der sagt mir auf jeden Fall was. Martinelli, Marquinhos, ist das auch so ein brasilianisches Megatalent. Reece Nelson, der war mal bei Hoffenheim, glaube ich, ne? Dann natürlich Bukayo Saka, Leandro Trossard und der Emil Smith-Rowe. Aber so einen richtigen Neuner, gut. Jesus, aber so einen richtig kopfballstarken haben die gar nicht, ne? Ja gut, wahrscheinlich ihn hier. Mika Biret, Däne. Ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aber auf jeden Fall schlagbar. Ich bin sehr, sehr gespannt und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt aufs Finale hier in der Bundesliga. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel gegen Hannover. Vielleicht ist es auch da schon entschieden. Wir werden sehen. Macht's gut.